Moin in der Explorer Garage, diesmal nicht unten in Staub und Dreck, sondern erst einmal am aufgeräumten Schreibtisch und das hat einen Grund, nämlich der Computer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, benutzt ihr Computer, benutzt ihr CNC, CAD-Techniken, um eure Fahrzeuge aus- und aufzubauen? Mir geht es so, ich habe bislang den Computer immer nur benutzt, um mir Sachen vorstellen zu können, aber ich habe nie die Daten wirklich in die Werkstatt übertragen. Also CNC-Fertigung war eigentlich bei mir nie ein Thema. Und das würde ich jetzt gerne mal ändern für die nächste Baustelle, die vor mir liegt. Ich habe von Iveco tatsächlich vollständige CAD-Daten bekommen, 3D-Daten. Das ist schon mal die erste Baustelle, die überhaupt lesen und verarbeiten zu können, habe ich gelernt. Aber ich könnte jetzt theoretisch jeden Millimeter hier am Rechner mir angucken und daran Sachen austüfteln. Und ich bin sehr gespannt. Wird das leichter sein? Kann ich damit neue Sachen machen? Oder ist das einfach nur wahnsinnig kompliziert und die Schablone unten am Auto ist schneller gemacht? Das ist meine Baustelle in den nächsten Monaten. Und ich dachte, ich nehme euch da mal so ein bisschen mit. Vielleicht habt ihr da auch noch so einen kleinen Lerneffekt. Für mich ist das ein ganz neues Terrain. Bislang sah das so aus. Ich zeige euch das mal hier an dem Rechner. Das ist zum Beispiel jetzt der Entwurf, wie ich mir den Iveco vorstelle. Das ist aber letztendlich erstmal nur eine reine 3D-Skizze, so könnte man das wahrscheinlich am besten sagen. Also ich kann mir was vorstellen, ich weiß etwa, wie groß sind die Maße, wie passen die Sachen zueinander, aber eben diese Daten mit den Daten jetzt zu verschmelzen, da bin ich mal gespannt, ob ich das hinbekomme und ob das mir einen Vorteil gibt, denn ich will ja das Auto nur einmal bauen und nicht 10-mal. Das heißt, selbst wenn ich die Daten irgendwann habe, habe ich ja gar keinen Nutzen davon, weil ich es nicht nochmal wiederholen will. Also muss es mir einen Vorteil bringen, schon bei Bau Nummer 1. Und weil das für mich alles total neues Terrain ist, habe ich mir für heute erstmal angesagt, ich probiere erstmal ein kleines Möbelstück mir auszufräsen. Denn da sind ja so viele kleine Baustellen in diesem Bereich. Ich muss wissen, wo fährt der Fräser außen lang, wie sind die Abrundungen, setzt er innen an, setzt er außen an, setzt er in der Mitte an. Und um erstmal so ein Gefühl dafür zu kriegen, habe ich mir hier einfach einen ganz einfachen Tisch und Stuhl rausgesucht, den ich zusammenstecken will. Und das ist jetzt das Projekt, an dem ich mich heute mal versuchen werde. Und im besten Fall habe ich am Ende dieses Videos einen Tisch und einen Stuhl. Gucken wir, was daraus wird. So, jetzt wird es langsam ernst. Ich habe hier auf dem USB-Stick die Daten, die ich brauche. Ausgedruckt sieht das so aus. Ich habe mich jetzt erstmal an ein schon fertiges Projekt gewagt. Das sind fertige Daten, die ich mir im Internet runtergeladen habe. Es ist einfach nur ein kleiner Klapptisch und ein Hocker. Passt eigentlich super zu Knut hinten noch rein. Und die Daten habe ich mir jetzt übertragen, hier auf dem USB-Stick als SVG-Dateien, Scalable Vector Graphics, und nutze jetzt diese Fräse. Und das ist im Prinzip das Spannende an der Geschichte. Eine normale große CNC-Fräse ist ja relativ kompliziert zu handhaben und einfach sehr teuer und nimmt auch einfach sehr viel Platz ein. Und dieses gute Stück nennt sich Origin, kommt von Shaper Tools. Das ist eine tatsächlich mobile, handgeführte CNC-Fräse. Da verspreche ich mir jetzt ganz viel von für das kommende Projekt. Hat den Effekt, ich muss die selber in die grobe Richtung bewegen, aber die Feinarbeit macht im Prinzip dieser elektronisch gesteuerte Motor hier an der Stelle. Und die Maschine ist tatsächlich recht laientauglich. Ich kann einfach meine fertigen Daten hier per USB-Stick ranstecken. Und das Spannende ist zum Beispiel, ich muss mir ja aussuchen, wo der Fräskopf lang läuft. Denn ich habe jetzt hier einen 6 mm starken Fräser dran. Der nimmt ja 6 mm Material weg. Soll er eigentlich an der Außenkante laufen von der Zeichnung, die ich gemacht habe, oder an der Innenkante? Oder soll er in der Mitte laufen? Da muss ich mir natürlich die richtigen Gedanken machen. Und das Praktische ist, hier kann ich tatsächlich das am Touchscreen entscheiden. Insofern, jetzt wird es spannend. Ich lege mir jetzt gleich mal hier eine Holzplatte hin. Und was man hier so als Domino sieht, das ist tatsächlich ein Tape. Hier vorne ist eine Kamera an diesem Maschinchen. Und damit weiß die Fräse, wo sie ist. Eine normale CNC-Fräse, die ist ja sehr straff geführt, hat ihre Seitenführung und weiß ganz genau, wo sie positioniert ist. Das Gerät kann ich jetzt einfach mal hier hinstellen und es weiß gar nicht mehr, wo es ist. Das ist auf der einen Seite technologisch ganz spannend, auf der anderen Seite ist das auch wirklich die große Tücke, die ich sehe, wenn ich größere Platten bearbeiten will.
Denn im kleinen Maßstab mag das gut funktionieren. Also ich kann hier Intarsienarbeiten machen oder ich kann irgendwas ausfräsen, was im kleinen Bereich ist. Aber wenn ich mir vorstelle, und das ist ja mein Wunsch, dass ich ganze Möbelsegmente hier vorbereiten kann, dann müsste ich hier überall dieses Tape draufkleben. Das geht ganz schnell ins Geld. So eine Rolle Tape, 50 Meter sind da glaube ich drauf, kosten dann 14 Euro. Das ist ein bisschen tricky. Deswegen fange ich jetzt erstmal mit den kleinen Bauteilen an und gucke mal, wie das ist, wie man sich da so langsam vorarbeitet. Ja, jetzt hole ich mir erstmal ein Stück Holz. So, ich habe mir mal ein Reststück geholt, 18 mm Sperrholz mit einer HPL-Oberfläche. So sieht das da drunter aus. Das muss ich jetzt erstmal hier festzwingen. Und wichtig ist, dass die Fräse eben relativ viel von diesem Domino-Muster sieht. Das heißt, ich ziehe mir das hier ganz hinten an meinen Werktisch ran und muss das auch gut fixieren, denn es darf nicht umherrutschen. Das ist jetzt so mein erster Schritt. Ich bin totaler Laie, was dieses ganze Thema CNC, CAD angeht. Insofern ist dieses Video mal ganz anders als sonst. Ich zeige nicht einfach mal, wie es funktioniert, sondern ihr könnt mir über die Schulter gucken, wie ich jetzt wahrscheinlich jede Menge Fehler mache. Aber vielleicht hilft euch das, wenn ihr selber vorhabt, mal mit CAD und CNC zu arbeiten. Dann seht ihr, wo die Tücken im Detail lauern. Aber auch wenn ihr einfach vorhabt, am Computer eure Möbel vorzubereiten und dann in die Fertigung zu geben, auch dann müssen die Daten ja richtig vorbereitet sein. Und da schauen wir doch einfach mal, was jetzt so passiert. Bei dieser Fräse ist es so, ich muss jetzt erstmal diese Arbeitsoberfläche abscannen. So, ich muss jetzt einmal auf Scannen gehen. Was ihr nicht seht, ich habe hier auf dieser Rückseite ein Display, also ich rede nicht einfach nur mit der Maschine, sondern die redet auch mit mir. Das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Lernkurve 1, das hatte ich ja eben schon gesagt, das kann teuer werden. Die Maschine braucht mindestens 3 solcher Linien, um zu wissen, wo sie ist. Das hat hier vorne funktioniert, hier hinten hat es schon leider nicht mehr funktioniert. Das heißt, ich muss jetzt hier auch nochmal Tape draufziehen. So, das sollte hoffentlich genügen. So, das Spannende ist sicherlich auch, diese Oberfläche hier ist schwarz. Gucken, wie gut die Maschine damit klarkommt. Was mir gerade noch rechtzeitig eingefallen ist, wenn ich die Platten fräse, fräse ich ja auch durch. Da ich mir den Tisch nicht kaputt machen will, lege ich noch eine kleine Opfergabe drunter. Dann bleibt der Tisch auch heil. Gut, das Gerät weiß jetzt, dass es in der Explorer-Redaktion unterwegs ist. Ich habe mir jetzt die Datei geladen und platziert. Man kann natürlich jetzt sehr exakt arbeiten, aber aktuell denke ich mir zum Ausprobieren, setze ich mir das erstmal hier mittig an. Also hier wird gleich ein Tischbein, da wird ein Tischbein und hier wird die Tischplatte rauskommen. Der nächste Punkt ist, ich kann ja nicht in einem Gang durchfräsen. Also die großen Industriefräsen, die würden jetzt einmal hier einstechen, brrrt, außenrum und das Teil wäre fertig. Das schafft die kleine hier nicht. Ich muss also in mehreren Gängen fräsen, habe jetzt einen 6 mm Fräser eingesetzt und man sagt immer, Pi mal Daumen, die Fräserstärke, also den Fräserdurchmesser, kann das Gerät auch gleichzeitig tief fräsen. Dadurch, dass das hier ein relativ weiches Holz ist, mache ich mir da keine Sorgen. Ich säge jetzt also erstmal mit 6 mm Tiefe, ich fräse mit 6 mm Tiefe und dann wird man schon die erste Kontur sehen. Ich bin sehr gespannt. Los. Staubsauger an. Ja, wie man unschwer erkennen kann, der erste Fehler war schon da. Ich musste noch einmal umbauen zwischendurch. Dadurch, dass die Platte höher war als die anderen, hat die Maschine das Tape nicht so richtig erkannt, hat ständig gesagt, das ist verschoben. Ich schiebe das mal auf diesen Parallaxeneffekt, dass die Platte höher ist als das andere und das Tape damit in einer anderen Ebene war.
Ja, also Lernen in großen Schritten. Ganz großes Thema, dieses Tape darf sich nicht verschieben. Vorschub ist ein Thema. Ich muss aufpassen, dass es die Späne durch den Staubsauger nicht richtig angeheizt werden. Eben hat sie schon einmal kurz gebrannt. Das sind so die kleinen Tücken. Aber jetzt müsste ich eigentlich das erste gefräste Bauteil haben. Das ist schon mal Beinchen Nummer 1, der erste Erfolg. Jetzt muss ich noch Bein 2 und die Tischplatte. Und dann habe ich einen Hocker gebaut. Also eins ist noch mal klar, das gibt Muckis. Ich habe jetzt tatsächlich schon mal wieder ein bisschen rumprobiert und diesmal in einem Gang gefräst. Ich habe hier ein sehr weiches Holz, das ist Queen Ply, nennt sich das, ist im Prinzip ein Balsa-Ersatzholz in Multiplex-Bauweise, also sehr feine Lagen, also sehr weiches Holz, weicher als Pappel. Und da habe ich gedacht, kann man ja mal versuchen, aber man sieht hier, das ist schon recht verbrannt. Ja, man muss ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht die Bude in Brand steckt. Nun ist es soweit. Hier ist mein gefräster Hocker. Passt soweit alles zusammen. Das ist auch das Stichwort. Dieses ganze Fräsen ergibt nur dann einen Sinn, wenn ich am Computer richtig gedacht habe. Und das ist der spannende Part. Und mich würde interessieren, habt ihr Erfahrungen mit Fräsen und CAD und CNC-Arbeiten bei euren Camper-Ausbauten? Dann rein in die Kommentare damit. Für mich stellt sich gerade noch die Frage, wann ist der Aufwand gerechtfertigt? Ich muss also wirklich sinnvoll vorarbeiten können am Computer, um das hier umsetzen zu können. Ich sehe eine ganze Menge Potenzial, ich sehe aber auch jede Menge Fehlermöglichkeiten. Also beispielsweise, ich darf den Fräser nicht zu tief einsenken, sonst läuft das hier unrund und ist unsauber und da muss ich wieder nacharbeiten. Da wäre eventuell ein Kreissägeschnitt viel sauberer gewesen. Also muss ich mehrfach durchlaufen, dementsprechend muss die Platte sehr fixiert sein. Aber für so einen ersten Kontakt heute bin ich eigentlich ganz zuversichtlich gestimmt. Wird eine spannende Geschichte. In den nächsten Folgen immer mal wieder werde ich sicherlich noch mal ein Update geben.